Das Bildungssystem fällt im internationalen Vergleich immer weiter zurück, dramatisch. Das Analphabetentum, das war uns völlig fremd, das war ausgemerzt und jetzt kann jeder 8. Einwohner nicht mehr richtig lesen oder schreiben. Hey Leute, schön, dass ihr da seid. Heute gibt's echt krasse Neuigkeiten aus dem Bundestag. Alice Weidel hat in einer Pressekonferenz die SPD so richtig auseinandergenommen. Sie spricht von sozialistischer Litanei und einem Wirtschaftsniedergang, den es seit 75 Jahren so nicht mehr gegeben hat. Wir sprechen hier von Insolvenzen, zerfallender Infrastruktur, absurden Steuererhöhungen und völlig fehlgeleiteter Energiewende. Es wird deutlich, die SPD hat versagt. Und das treibt uns noch tiefer in die Krise. Das müsst ihr sehen. Das geht uns alle an. Auf geht's. Ja, herzlich willkommen zu unserem heutigen Pressegespräch der AfD-Bundestagsfraktion. Die SPD hat ihr Wohlfühl-Wirtschaftsprogramm vorgestellt. Fragt man sich auch, warum hat sie denn jetzt eigentlich die 3 Jahre nichts umgesetzt? Könnte sie ja machen, aber gut. Also dieses Programm, ich habe da mal reingeschaut, es folgt der alten sozialistischen Litanei, mehr Steuer, mehr Schulden, mehr Staatsinterventionismus. Und mit diesem Programm wird die Abwärtsspirale nicht überwunden, sondern sie wird auch noch beschleunigt. Zur Sachlage, wie es gerade aussieht. Also die Bundesrepublik Deutschland steckt in der tiefsten Wirtschafts- und Haushaltskrise seit 75 Jahren. Die Lage ist kritisch. Wir sind 5 Jahre in Folge im Abwärtstrend, 2 Jahre schon in der Rezession. Da muss man bemerken, dass, wenn wir solche Wirtschaftsdaten sehen, dass das immer nur nominal benannt wird. Real sieht es natürlich noch deutlich schlimmer aus. Insbesondere im Automobilsektor und in der energieintensiven Industrie ist der Absturz dramatisch. Die großen Hersteller und Konzerne verlegen Arbeitsplätze und die Produktion fluchtartig ins Ausland. Und diejenigen, die das nicht können, die gehen in die Insolvenz. Und im Wochentakt häufen sich die Meldungen über Stellenstreichungen, Werksschließungen und Betriebsaufgaben. Die Ursachen für diesen beispiellosen Niedergang Deutschlands, also das Scheitern an der grünen Wirtschaftspolitik, sind mannigfaltig und offenkundig. Es sind die hohen Energiekosten, die auch noch nach oben getrieben werden durch eine völlig fehlgeleitete Energiepolitik und dazu noch die CO2-Abgabe. Die Kostenexplosion ist politisch gewollt und gemacht. Dann haben wir eine E-Auto-Planwirtschaft und ein Verbrennerverbot, was im Raum steht. Dadurch wird nicht mehr investiert in diese Technologie, in der Deutschland Jahrzehnte einen internationalen komparativen Wettbewerbsvorteil hatte. Dazu die viel zu hohen Steuern und die bürokratische Überregulierung. Dazu die marode Infrastruktur. Die Infrastruktur zerfällt, Brücken, Straßen, chaotischer Bahnverkehr. Und in Deutschland türmt sich ein Investitionsstau. Das Bildungssystem fällt im internationalen Vergleich immer weiter zurück, dramatisch. Das Analphabetentum, das war uns völlig fremd, das war ausgemerzt und jetzt kann jeder 8. Einwohner nicht mehr richtig lesen oder schreiben. Das Bürgergeld ist die größte sozialpolitische Katastrophe, die diese Regierung zu verantworten hat. Die außer Kontrolle geratene Milliardenfinanzierung von Nichtarbeit und Migration in die Sozialsysteme durch den schrumpfenden Rest der noch Arbeitnehmer zerstört die Grundlagen von Arbeitsmarkt und Wirtschaft. Wachstum, das haben wir am Montag gesehen mit einer großen Meldung. Seit 2013 ist der Beamtenapparat aufgebläht worden um 50%. Wachstum gibt es also nur noch hier in diesem nicht wertschöpfenden Staatssektor und steuerfinanzierten Sektor. Was die SPD-Führung als Wirtschaftsprogramm verkaufen möchte, kratzt nicht einmal an der Oberfläche der Probleme, die wir haben.
Und darum sagen wir, was für den Wiederaufstieg Deutschlands getan werden muss, liegt auf der Hand. Wir müssen die Einkommens-, Konsum- und Unternehmenssteuern drastisch senken. Wir brauchen einen Umbau des Bürgergeldes zu einer aktivierenden Grundsicherung. Wir müssen die Pull-Faktoren für die illegale Migration in unsere Sozialsysteme beseitigen. Das geht nur, indem wir keine Geldleistung mehr an ausländische Staatsbürger auszahlen und diese durch Sachleistung ersetzen. Wir brauchen eine Reduzierung unsinniger Staatsausgaben. Deutschland hat kein Einnahmenproblem. Wir haben jedes Jahr Rekordeinnahmen. Deutschland hat ein Ausgabenproblem. Die Bundesregierung kann nicht sorgsam mit den Rekordsteuereinnahmen umgehen. Dann brauchen wir eine rationale Energiepolitik. Wir brauchen keine Ideologie, sondern wir brauchen mehr Rationalität und Vernunft zur Senkung der Energiekosten. Und dazu gehört eben auch der Wiedereinstieg in die Kernenergie, die Kohlekraft und auch die Nutzung von Erdgas aus Russland, um es ganz klar zu sagen. Im Übrigen vielleicht auch mal interessanter Fakt, der CO2-Footprint in Deutschland pro Kopf ist, obwohl wir die Energiewende umgesetzt haben, zu Milliarden von Kosten, man schätzt 600 Milliarden, das Wirtschaftsministerium will die Zahlen, Daten und Fakten ja nicht rausrücken. Man will nicht über Kosten sprechen, aber Experten schätzen 600 Milliarden. Der CO2-Footprint in Deutschland pro Kopf ist höher als beispielsweise in Frankreich oder in Großbritannien. Und wir können uns alle denken, woran das liegt. Wir müssen unsere Staatsausgaben auf die Kernaufgaben konzentrieren. Dazu gehört eine funktionierende Infrastruktur, sichere Energieversorgung, innere und äußere Sicherheit, die Aufrechterhaltung von Rechtsstaat und öffentlicher Ordnung und weniger Bürokratie und weniger Staatseingriffe und mehr bürgerliche und unternehmerische Freiheit. Und dazu gehört vor allen Dingen die Abschaffung der CO2-Abgabe in der Bundesrepublik Deutschland, die zu milliardenfachen Mehrkosten für deutsche Unternehmen im Vergleich zum Ausland sorgt. Auch dadurch haben unsere Unternehmen einen Wettbewerbsnachteil, den andere Länder eben nicht haben. Und das gehört sofort abgestellt. Ich bedanke mich. Die Kreuze klar für